Hallo und herzlich willkommen bei Mona kocht. Heute zeige ich euch mein Rezept für kurz gebratenes Paprika-Zwiebelgemüse. Paprika ist ein sehr vielseitiges und gesundes Gemüse. Ob kalt oder warm zubereitet, es schmeckt lecker und bringt Farbe in jedes Gericht. Und wie das Ganze zubereitet wird, zeige ich euch jetzt. Als Zutaten nehme ich Zwiebeln, Paprika, Sojasauce, Pfeffer, Salz und etwas Öl zum Braten. Zunächst werde ich die Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Dann werden die Paprika gewaschen, entkernt und in schmale, mundgerechte Stücke geschnitten. Danach geht es am Herd weiter. Alle Zutaten sind nun vorbereitet. Da die Pfanne sehr hoch erhitzt wird, nehme ich am liebsten so eine Stahlpfanne. Es darf auch ruhig eine aus Gusseisen sein. Beschichtete Pfannen sind nämlich nicht geeignet, da solch hohe Temperaturen diesen Pfannen schaden. Zunächst wird die Pfanne trocken erhitzt. Wenn sie dann heiß ist, gebe ich 1 Esslöffel Öl hinein. Am besten ihr verteilt es am gesamten Pfannenboden. Jetzt gut heiß werden lassen. In das heiße Öl gebe ich zuerst die Zwiebeln. Die Zwiebeln brauchen nämlich etwas länger als der Paprika. Dann verteilen und auf höchster Stufe scharf anbraten. Sie werden nicht gesalzen. Das Salz würde ihnen das Wasser entziehen und sie würden eher weich gekocht als kross gebraten. Salzen und Pfeffern kommt zum Schluss. In der ersten Zeit die Zwiebeln nicht umrühren, damit sich eine feine Kruste bilden kann. Ihr könnt aber auch später am Rand mal vorsichtig nachschauen. Wenn die ersten braunen Krusten zu sehen sind, könnt ihr sie wenden. Dann wieder scharf weiterbraten. Das dauert dann ein paar Minuten. Wenn sie dann so aussehen, müssen sie öfters gerührt werden, damit sie nicht anbrennen. Sind sie appetitlich braun, wird die Hitze verringert. Dann mit einem Esslöffel Sojasauce ablöschen. Diese muss jetzt sehr schnell eingerührt werden, da Sojasauce leicht anbrennt. Die Zwiebeln sind nun fertig und werden auf einen Teller gegeben. So sieht das jetzt aus und wird beiseite gestellt. Für die Paprika wird die Pfanne noch einmal stark erhitzt. In der Pfanne ist noch etwas Öl vom Braten der Zwiebeln übrig geblieben. Das wird mit ca. einem halben Esslöffel Öl ergänzt. Auch hier wieder gut verteilen und auf großer Hitze richtig heiß werden lassen. Dann die Paprikastücke hineingeben. Das zischt und spritzt recht stark. Alles auf höchster Hitze scharf anbraten. Da Paprika viel Wasser enthält, muss die starke Hitze die austretende Flüssigkeit schnell verdampfen, sonst kocht das Gemüse statt zu braten. Wie bei den Zwiebeln wird auch hier erst zum Schluss gewürzt. Wenn sich die ersten Krusten bilden, könnt ihr den Paprika wenden. Falls jetzt die Pfanne zu trocken ist, muss eventuell noch ein wenig Öl dazu. Glänzt das Gemüse so wie hier, ist's gerade richtig. Jetzt muss alles noch kurz durchbraten, bis der Paprika fast glasig ist. Dann gebe ich die Zwiebeln wieder dazu. Alles gut durchmischen und immer noch auf höchster Hitze weiterbraten, bis es euch braun genug erscheint. Dann das Feuer ausdrehen und beim Elektroherd die Pfanne von der Platte nehmen. Erst jetzt wird gesalzen und gepfeffert. Nochmal umheben und das Paprika-Zwiebelgemüse kann angerichtet werden. Und so sieht mein Paprika-Zwiebelgemüse fertig aus. Ihr könnt es einfach so essen, aber auch gebratenen Seitan oder krosse Geflügelstreifen untermischen. Dazu schmeckt sehr gut Tomatenbulgur. Etwas Joghurtsoße rundet das Gericht besonders lecker ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Es ist ein sehr vielseitiges Gericht, das ausgesprochen gut in die vegane Küche passt. Rechts an der Seite habe ich noch 2 weitere Rezepte. Zum einen die angesprochene Joghurtsoße und darunter noch einen leckeren Paprikasalat. Falls ihr Fragen habt, schreibt's bitte in die Kommentare. Hat's euch gefallen und wollt ihr stets über meine neuesten Videos informiert sein, könnt ihr mich abonnieren. Wer mag, kann auch mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Hier unten im Bild habe ich dieses Rezept für euch verlinkt. Bis zum nächsten Mal, eure Mona.